Hallo zu meinem Jahresrückblick in diesem Jahr. Es geht um meine Fotografie, es geht um das Finanzamt und auch die Handwerkskammer spielt eine kleine Rolle und natürlich das große Thema Corona. Ja, da kann man knurren, ist schon klar. Los geht's. Hallo, willkommen zum Jahresrückblick 2020. Nicht wundern, dass sich jetzt das Licht geändert hat und dass ich auch andere Sachen anhabe und dass es da hinten auch anders aussieht. Wir hatten ein kleines Problem mit dem Autofokus und ich wollte das mit dem Hund nicht rausschneiden. Ich hätte es ja auch noch mal machen können, aber ja, deswegen sieht es jetzt ein bisschen anders aus. Gut, das Jahr 2020 war außergewöhnlich. Ich habe viele neue, tolle Leute kennengelernt, tolle Models, tolle Fotografen, habe mit tollen Leuten auch zusammenarbeiten können und habe wirklich viel erlebt. Natürlich durch Corona sind natürlich finanzielle Einbußen, haben meine Familie getroffen, die man gespürt hat. Ja. Aber da bin ich ja nicht der Einzige. So. Jens Spahn hat im Januar verkündet, zuerst einmal rate ich zur wachsamen Gelassenheit. Ja. Die WHO erklärt eine gesundheitliche Notlage mit internationaler Tragweite und die Maßnahmen in Deutschland null. Jedenfalls habe ich keine feststellen können. Der Januar war ganz toll. Ich bin auf die Messe gefahren, auf die Boot und hatte dort einen Vortrag. Und eine Woche später war ich dort nochmal nominiert für den World Grand Prix und habe da den ersten Platz gemacht. Das hat mich sehr überrascht. Ich habe damit nicht gerechnet. Waren viele starke Teilnehmer im Feld. Aber, muss ich auch sagen, der Organisator vom World Grand Prix, der hat gesagt, noch nie war ein erster Platz so deutlich. Es sind schon Worte, die gehen ganz cool runter, muss ich echt sagen. Ja. Und Ende Januar hat mich die Lisa Kreuz aus München besucht. Ist ein Tattoo-Modell. Die ist tätowiert auch selber. Das, was die auf dem Körper hat, ist wirklich Kunst. Das ist so cool gestochen. Ja, an den Rundungen, da wo es abgeschattet sein muss, ist es dunkler gestochen, oben drüber ein bisschen heller. Es sieht so cool aus. Ja, und die ist vor meine Linse und ins Wasser gesprungen. Ein Video gibt es auch. Ich versuche das hier oben zu verlinken. Wenn nicht, sucht es euch selber auf meinem Kanal. Lisa Kreuz findet ihr. Dann kam der Februar. Jens Spahn stellt fest, es war zu erwarten, dass der Virus auch Deutschland erreicht. Die Fälle zeigen aber, dass wir gut vorbereitet sind. Zum Mund-Nasenschutz in der jetzigen Lage sehe ich keinerlei Notwendigkeit für eine Verpflichtung. Und ich habe ein tolles Shooting mit der Fine und mit der Nadine. Auch hier zeige ich euch wieder die Fotos und ein paar Clips. Und da war für mich noch die Welt in Ordnung im Februar. Dann kam der März. Jens Spahn, wir haben die Situation vom ersten Tag an sehr ernst genommen. Der Wirtschaftsminister Altmaier sagt in der Talkshow, dass wegen Corona keine Arbeitsplätze verloren gehen müssen, da der Staat so leistungsfähig wäre. Gleichzeitig reißen aber durch diesen halben Lockdown und durch die sehr lange Zeit, die wir da, ich sage jetzt mal, vieles geschlossen haben, anderes haben wir offen gelassen, reißen viele Lieferketten ab und insgesamt merkt man die Verunsicherung. Also auch ich habe gemerkt, dass ich viel weniger Buchen hatte. Ich hatte die erste Absage von der Hochzeit und das war schon, da merkte man schon, dass sich geschäftlich da einiges tun wird in dem Jahr. Es gab eine Umfrage der Handwerkskammern zu Corona und den Auswirkungen auf die Betriebe. Jedoch waren Betriebe im Nebengewerb überhaupt nicht erfasst. Also nicht eine Frage zielte auch nur annähernd in diese Sparte, nicht eine. Ich hatte ja im Januar den ersten Platz gewonnen und der Preis dafür war eine Reise auf die Malediven. Und das zusammen mit Luxury Yacht Maledives. Und wir waren wirklich überrascht. In Deutschland ganz normal, Fliegereien, so wie man das kennt, keinerlei Unterschiede, ja, war halt so. Auf dem ersten Flughafen haben wir gemerkt, dass wir die einzigsten sind, zusammen mit anderen Deutschen, die erstens keinen Mund-Nasenschutz hatten, zweitens keine Gummihandschuhe hatten und drittens sich gewundert haben, dass die ganze Welt überall Desinfektionsmittel hat. Hatten wir ja nicht mehr. Ja, also überall stand Desinfektionsmittel, hat man auf die Flasche geguckt, Made in Germany. Hat man irgendeinen Knopf bedient im Fahrstuhl, kam einer, hat das
desinfiziert. Hat man den Koffertrolley abgestellt, kam sofort einer angeflitzt, hat das desinfiziert. Überall waren Wärmebildkameras und im Vorbeigehen ist gemessen worden, ob man Fieber hat. Ja, also wenn man aus dem Flugzeug rein oder raus ist, ist immer Fieber gemessen worden im Vorbeigehen. Nicht so mit Aufsetzen, sondern das hat man gar nicht gemerkt. War nur ein großes Schild da, bitte Hut und Brille abnehmen und damit war das klar. Und ich war auf 3 Flughäfen und auf allen war das so. Der letzte Flughafen war im Prinzip so groß wie mein Wohnzimmer. Der war so aus Palmen und Brettern, aber selbst da war eine Wärmebildkamera, in Deutschland nicht. Es war überall Desinfektionsmittel, auch auf dem Schiff, auch Made in Germany. Und das war schon interessant. Das Tauchen dort war super. Ich war das letzte Mal 1999 auf den Malediven und muss sagen, die Vielfalt an und Artenreichtum auf den Malediven, die hat mich damals total beeindruckt. Davon ist viel weg. Und immer war es noch toll, muss man wirklich sagen. Und dann wollten wir zurückfliegen und da habe ich eine Nachricht bekommen von einer sehr guten Freundin. Die hat ein Reisebüro. Reisaus heißt das. Also wenn man eine Weltreise machen will, Reisaus ist da richtig. Und die hat gesagt, Christian, wenn du dich online einchecken kannst, dann checke dich sofort in der ersten Minute dort ein. Es ist der Teufel los. Und ich habe so gedacht, Mensch, das Kind, was will die denn? Die übertreibt. Ne? Und Frauke, hör bitte auf mich, macht es. So, und ich habe mir dann tatsächlich einen Wecker gestellt, bin dann aufgestanden mitten in der Nacht, habe mich da eingeloggt in dem System und war so eine Viertelstunde, 20 Minuten, ich sage jetzt mal, zu spät. Ja? Und wie gesagt, es hatte gerade erst geöffnet, 20 Minuten. Und es waren in einem A360 nur noch 5 Sitzplätze frei und keiner nebeneinander. Ja, auf Male angekommen, hätte man noch einen Tag in einem Hotel verbringen müssen. Alle Hotels waren geschlossen, alle Resorts waren geschlossen, wir durften auch nicht an Land, totale Quarantäne. Also Malediven hat richtig ernst, hat richtig dicht gemacht. Ja, die Schiffseigner von Luxury Yacht, die waren total nett, die sind noch einen Tag im Hafen geblieben, weil wir hätten ja gar nicht gewusst, wo wir schlafen sollen. Und wir haben dann noch eine Nacht über verbringen dürfen und dann sind wir mit dem Flieger heimgeflogen. Und haben im Prinzip 5-mal ist unsere Abflugzeit verschoben worden. Und es war, ich glaube, der drittletzte Flug, der an dem Tag noch von den Malediven gegangen ist. Danach ist der Flughafen geschlossen worden. Und dann sind wir in Dubai zwischengelandet und hatten 6 Stunden Aufenthalt. Und immer mehr Flüge sind gecancelt worden. Das ging so klack, 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 klack. Ja? Und es waren dann noch 5 Flüge, die gingen und da war unserer der letzte, der nach Europa ging. Und mit denen sind wir dann heimgeflogen. Die Maschine war krachend voll, total überfüllt. Die Leute haben so drinnen gesessen. Es war kein Platz mehr frei und wir sind dann in Deutschland angekommen und haben nun gedacht, wieder Maske tragen, Gummihandschuhe, Fieber messen. War alles nicht in Deutschland. Es war auch so, auf den anderen Flughafen ist total auf Abstand geachtet worden in Deutschland. Ein Laufband auf. Es waren 17 Laufbänder da in Frankfurt. 1 war offen, unseres. Da konnten wir unser Gepäck wegnehmen. Ja? Auch die Polizisten, die Zollbeamten, alle, keine Gummihandschuhe, kein Mundschutz, nichts. Ja? Es hat uns auch keiner gefragt, wo wir wirklich herkommen, worüber wir geflogen sind, ob wir Husten haben, ob wir Fieber haben, geschweige denn, dass gemessen worden ist. Dann sind wir aus dem Flughafen raus, hatten uns ein Taxi bestellt, hatten das auch schon bezahlt, das ist aber nicht gekommen, wegen Corona. Ja, das Geld habe ich bis heute nicht wieder, ist halt so. Und wir haben es dann irgendwie geschafft, unser Auto, was irgendwo auf dem Feld gestanden hat, bei so einer Parking-Firma, unser Auto wieder zu bekommen und sind dann nach Hause gefahren und alles hatte zu. Wir waren schon überrascht. Ja. Ja. Zu Hause habe ich dann eben festgestellt, totaler Einbruch an Buchungen, viele Absagen und auch die Schwimmbäder waren zu. Ja, und dann habe ich die Handwerkskammer Erfurt mal angeschrieben, ob es denn irgendwelche Möglichkeiten gibt, mir zu helfen, was man da tun könnte, etc. Ja, und dann habe ich schon gedacht, die antworten mir mal per E-Mail. Ja, ist im März, April, Mai und so weiter keine E-Mail von der Handwerkskammer. Ja. Ja. Also das mit dem Abbuchen oder Bezahlen, Bescheide beschicken, das funktioniert termingerecht. Aber die Antwort damals, sind sie mir schuldig geblieben.
Der April. Jens Spahn, wir brauchen jetzt gute und schnelle Lösungen, um den dringenden Bedarf an Desinfektionsmittel deckeln zu können. Ja, und dann hat er noch festgestellt, der Ausbruch ist, Stand heute, wieder beherrschbar geworden. Na, ich hatte da so meine Zweifel. BMW, Daimler und VW schütten Milliarden an ihre Aktionäre aus und erhalten gleichzeitig finanzielle Unterstützung wegen Corona. Da hatten die überhaupt keine Skrupel. Ich hatte dann einen privaten Pool gefunden und habe die Kathleen fotografiert. Die Kathleen wollte ich schon ganz lange fotografieren. Die ist so Akrobatik wirklich toll. Also wenn man die Kathleen kennt, die hat ein Körpergefühl krass. Und wir waren oben Schloss Belvedere, zeige ich euch ein paar Fotos. Und dann waren wir auch im Wasser, weil die Kathleen, ihre Eltern hatten einen Pool und dann haben wir Fotos gemacht. Ja? So, falls jetzt irgendwann aufregt, 4,50 Meter Chlorwasser zwischen uns, Corona hatte keine Chance. Ja? So, und das Ganze war auch noch draußen. Im Mai hat dann der Herr Spahn doch mal was festgestellt. Hätten wir früher Masken kaufen müssen? Ja. Dann habe ich wieder eine Umfrage von der Handwerkskammer bekommen zu den Auswirkungen von Corona. Keinerlei Fragen zu den Leuten, die das Ganze im Nebenerwerb tun. Und ich habe so ziemlich alle Hochzeiten abgesagt bekommen. Ja? Dann hatte ich nochmal ein Shooting mit der Fine und der Steffi. Foto blende ich euch ein. Ja, dann kam der Juni und im Juni hat der Herr Spahn wieder was verkündet. Wir haben jeden Tag dazugelernt. Es gab viel Unbekanntes. Ich kann das nur noch mit Humor nehmen, Herr Spahn. Die Corona-Warn-App kostete über 20 Millionen an Entwicklungskosten. Ich bin nun Diplom-Informatiker und ich weiß, was Softwareentwicklung kosten kann. Aber ich muss sagen, 20 Millionen Euro für eine App, die Text verschicken kann, das ist gewagt, Leute. Es ist wirklich gewagt. Ja, dann gab es eine Umfrage wieder von der Handwerkskammer zu Corona-Auswirkungen und Betriebe im Nebenerwerb. Gab es nicht eine Frage dazu. Ja, waren uninteressant. Von Hochzeiten, ich glaube, eine Hochzeit habe ich gehabt, aber nur 4 Stunden oder so. Und dann hat sich die Bianca bei mir gemeldet für ein Unterwassershooting. Und die ist gekommen mit der Cassandra von Germany Next Topmodel. Und die beiden waren wirklich super im Wasser. Und auch total professionell, konnten sehr viel umsetzen. Normal, wenn ich jemanden im Wasser habe, dann sage ich eben, ändere mal vom Gesichtsausdruck dieses. Und wenn das Gesicht stimmt, sage ich dann, mach das mit dem Gesicht so und achte mal auf deine Hände. Und wenn das stimmt, sage ich, achte auf dein Gesicht, achte auf die Hände und achte jetzt auf die Hüfte. Und zum Schluss haben wir irgendwann den ganzen Körper. Ich habe dann irgendwann sehr schnell begriffen, der Bianca wie auch der Cassandra kann man einfach sagen, ich brauche das so, so, so und so. Und die haben das einfach gemacht. War wirklich eine Erfahrung, mal mit Leuten zu fotografieren, die bei Germany Next Topmodel mitgemacht haben. Also war cool. Ja, danke übrigens an die Physiotherapie in Schwarzwaldtal, die mir diesen Pool zur Verfügung gestellt hat. Falls sich jetzt wieder einer aufregt, Fotograf und Handwerker durften zu dem Zeitpunkt arbeiten. Der Juni ist ja an sich ein toller Monat, weil da habe ich Geburtstag. Mein Geburtstagsgeschenk, die liegt hier hinten jetzt wieder, ja. Und wir haben einen Corona-Hund. Eigentlich ist es kein Corona-Hund, sondern ein Wischler aus Ungarn. Und das ist eine ganz liebe. Die Entscheidung für den Hund war keine leichte. Das ging bei uns schon über 2 Jahre so. Meine beiden Töchter haben sich einen Hund gewünscht, also ziemlich oft. Und ich habe immer gesagt, ihr seid zu klein. Jetzt ist die Große aber auch im Juni 11 geworden. Und ich hatte nicht mehr so richtig die Argumente, das zu verhindern. Und es war die richtige Entscheidung. Juli. Jens Spahn. Die App ist ein Werkzeug von vielen, um neue Ausbrüche einzudämmen. Ja, leider ist die Corona-Warn-App mit den meisten Gesundheitsämtern nicht verbunden und auch nicht mit den Laboren. Das bedeutet, die schicken sich Faxe hin und her und benutzen das Telefon. Ja? Ist also vom Nutzen sehr überschaubar, Herr Spahn. Dann gab es wieder eine Umfrage zu den Auswirkungen von Corona von der Handwerkskammer. Erwartungsgemäß nicht eine Frage zu den Betrieben im Nebenerwerb. Die laufen da unter ferner Liefen, denke ich. Und es gab ein Babybauchshooting mit der Kathleen, die ich ja im Frühjahr noch
ganz normal fotografieren durfte. Ja, wir waren im Hotel. Dort war kein Gast mehr, es war alles geschlossen. Aber das Hotel hatte halt einen Notbetrieb noch an und ich als Fotograf gelte ja als Handwerker und als Handwerker durfte ich noch arbeiten und wir sind in dieses Bad gegangen und haben mit großem Abstand fotografiert. Nochmal zur Erinnerung, 4,50 Meter Chlorwasser zwischen uns und alles gut. Der August. Im August hat der Herr Spahn wirklich was Lustiges rausgehauen. Wer Gesundheit googelt, soll künftig zuerst bei uns landen. Naja, Herr Spahn. Umfrage der Handwerkskammer wieder zu Corona und den Auswirkungen. Natürlich nicht mit einer einzigsten Frage zu den Betrieben im Nebenerwerb. Die zahlen ja nur. Und wir hatten den Workshop auf der Insel Raab. Sind wir hingefahren zu Crondiving. Crondiving hat das alles für uns organisiert. Ist ein SSI-Center und die sind eigentlich bekannt für Tech-Diving. Die Modelle waren einmal die Michelle, blende ich euch auch ein, und Julia. Ja, wir sind da die ganze Zeit mit Maske rumgerannt. Wenn wir in Gebäuden waren, das war dort Pflicht. Und auch auf dem Schlauchboot hatten wir eine Maske an. Auf den ersten Blick denkt man, warum denn das? Aber es macht schon Sinn, wenn man so in einer Reihe sitzt, fährt mit dem Schlauchboot. Natürlich kann man da nicht riesige Abstände machen und da macht die Maske schon Sinn. Ne? Ja, tolle Fotos haben wir gemacht, tolle Shooting haben wir gemacht. Es waren nur 2 Teilnehmer. Ich habe den Workshop trotzdem gemacht, weil ich die Bilder haben wollte. Ja? Es geht nicht immer nur ums Geld. Die Unkosten hat es nicht komplett gedeckt, muss man leider sagen. Ja. So, dann kam der September. Im September hat der Herr Spahn eine Prognose gewagt. Friseure schließen, Läden schließen, das wird uns nicht nochmal passieren. Na, ich habe damals schon geahnt, dass er da nicht recht hat. Und außerdem hat der Herr Spahn festgestellt, der Virus ist der Spielverderber, nicht ich. Ja. Und ich hatte wieder ganz viele Shootings. Das große Bad war offen. Der Zufall wollte es. Muriel hat bei mir angerufen. Muriel kenne ich wirklich schon ewig. Mich hatte damals Dan Hetcho aus der Ukraine besucht. Ein absoluter Ausnahmefotograf. Und da war sie mit Model. Ja? Wir haben da eine Woche lang rund um die Uhr eigentlich zusammen geshootet. Viele geile Bilder gemacht. Und auch danach haben wir noch viel zusammengearbeitet. Muriel als Model ist wirklich toll. Und die erwartet ein Kind. Und die ist zu mir gekommen. Und wir haben ein Babybauch-Shooting gemacht. Davon wird es auch bald ein Video geben. Und ein paar Bilder blende ich euch hier mal ein. Und einen kleinen Videoclip finde ich auch noch. Dann kam der Oktober. Jens Spahn. Unser höchstes Gut in der Pandemie ist die Akzeptanz der Bevölkerung für das, was wir tun. Ja, Herr Spahn, ich bin da grundsätzlich einer anderen Meinung. Ich glaube, das höchste Gut wäre gewesen, wenn man sich seit SARS und 2008 so wie andere Länder richtig vorbereitet hätte, wenn man Desinfektionsmittel, Masken, Vollschutzanzüge gehabt hätte und wenn man einen Plan gehabt hätte. Das wäre ein hohes Gut gewesen. Schöne Worte alleine reichen halt nicht. Merkt man ja nun auch inzwischen, wir haben Dezember, an über 30.000 Menschen, die mit oder an Corona verstorben sind. Und das hätte Akzeptanz geschafft, wenn man das Gefühl hat, dass ihr einen Plan habt. Hattet ihr aber nicht. Kosten für die Corona-Warn-App sind berechnet worden. Die sollen für ein Jahr Betrieb rund 67 Millionen Euro kosten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind wir in einem Bereich, wo es richtig geile 3D-Shooter gibt, die im Multiplayer massiv weltweit gespielt werden können. In dem Bereich sind wir dann. Ja? Und das Ganze für eine App, die Text verschicken kann. Ja, es gab dann wieder eine Umfrage von der Handwerkskammer, schenke ich mir jetzt, bla bla. Und ich habe, weil ich gedacht habe, in Kürze wird der Beitragsbescheid kommen, habe ich nochmal die Handwerkskammer angeschrieben, habe zum einen darum gebeten, ob man den Beitrag aussetzen könnte für das Jahr oder reduzieren könnte. Habe zum zweiten gefragt, ob die einen Pool haben. Ja, die Frage war nicht ernst gemeint, die war wirklich, ich wollte mal pieksen. Und die dritte Frage war, die war ernst gemeint, ob es irgendwelche Maßnahmen, Förderprogramme, irgendetwas gibt, was den Leuten, den Fotografen im Nebenerwerb irgendwie weiterhelfen könnte. Ja. Und da habe ich im Oktober keine Antwort mehr gekriegt. Aber ich hatte ein tolles Unterwassershooting mit der Nathalie und die Malu, die in Zukunft bei mir die Videos mitschneidet.
und die mich unterstützen will, die schneidet gerade ein total geiles Video. Ihr dürft gespannt sein. Ja, dann kam der November und der Herr Spahn war der Überzeugung, ich lese das mal vor, wenn wir Debatte konstruktiv führen, schafft das Vertrauen. Ja, und für mich ist der Satz wie, nachts ist es kälter als draußen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Vertrauen schaffen Dinge, die man bewerten kann. Worte kann man schlecht bewerten. Nach einem Jahr Krisenmanagement ohne nennbare Erfolge, muss ich ganz ehrlich sagen, das Vertrauen ist da im Eimer. Und man muss sich nicht wundern, dass so viele Leute eben nicht mehr vertrauen und auf die Straße gehen. Wie sinnvoll das natürlich ist oder kontraproduktiv, habe ich jetzt überhaupt nicht angesprochen. Aber ich glaube, dass man, so wie andere Länder auch, in der Schule, im Katastrophenschutz, bei der Freiwilligen Feuerwehr und sonst wo, auch Pandemien mal besprechen, informieren und auch planen muss. Ja, das hätte ich gedacht, dass man das tut. Und ich hätte eben auch erwartet, dass ein Land wie Deutschland Desinfektionsmittel hat. Das haben wir am Anfang nicht gehabt. Und ich habe eine gute Freundin, die ist Ärztin, die hatte, ich glaube Ende Januar, diese PP2-Masken für ihre Praxis geordert und Vollschutzanzüge, falls es richtig hart kommt. Und die hat die dann Ende April erst bekommen, also 2 Monate später. Das wäre bei einer Krankheit mit einem wirklichen Seuchencharakter viel zu spät gewesen. Und dann hat sie davon 50 Stück bekommen. Bei einer Praxis mit 4 Personen, mit 4 Mitarbeitern. Das heißt, sie hätte ungefähr 3 Tage mit diesem Vorrat arbeiten können, wenn es eine echte Pandemie gegeben hätte. Ich bin einfach nur sprachlos, wie man so daneben liegen kann als Gesundheitsminister. Handwerkskammer hat wieder seine Umfrage verschickt. Natürlich keinerlei Fragen, was es für Auswirkungen hat für Leute, die das Ganze im Nebenerwerb tun. Und das Finanzamt hat sich bei mir gemeldet und die möchten die Vorauszahlungen fast verdoppeln. Begründung ist, ich habe dann da angerufen, dass ja die Zahlen sehr, sehr gut waren im Jahr 2019, das Fotogeschäft sehr gut läuft. Ja, da habe ich erstmal tief durchatmen müssen und dann habe ich mir ein Herz gefasst und habe gedacht, ich muss jetzt unbedingt das Finanzamt in Jena mal informieren und habe eben der Mitarbeiterin gesagt, dass es seit fast einem Jahr eine Pandemie gibt, die ist weltweit und dass überall die Restaurants und die Hotels geschlossen sind. Mal sind sie auf, meistens sind sie zu und dass Hochzeiten und Feiern und Meetings und alles ausfällt. Und deswegen, dass die Fotografen, die in dem Bereich arbeiten, wie ich, was ich ja wusste, so gut wie keine Einnahmen produziert haben. Und dann habe ich ihr gesagt, Sie wissen ja, dass ich Unterwasserfotografie mache, da hat man ja schon mal drüber telefoniert, steht auch bei mir in der Einkommenserklärung drin, Poolnutzung ständig, da hatten Sie auch schon mal nachgefragt und hatten sich auch einen Vermerk gemacht. Auch die Pools und Schwimmbäder sind alle geschlossen. Und es liegt daran, dass wir eine weltweite Pandemie haben. Und die Frau war trotzdem felsenfester Meinung, dass der Bescheid so richtig ist, weil ja im Vorjahr so viel Geld verdient worden ist. Und ich habe ihr halt versucht zu erklären, wenn es dieses Jahr nicht so ist, weil es so ist, kann man nicht die Zahlen vom Vorjahr nehmen. Wir haben da ganz lange diskutiert. Sie hat mir das dann auch versucht vorzurechnen. Ich habe ihr dann gesagt, dass die Zahlen von diesem Jahr eben komplett was anderes aussagen. Sie hat mir dann gesagt, dass sie eben mathematisch, dass sie halt einen Computer hat. Ich habe ihr dann gesagt, dass ich Informatik studiert habe, in jedem Semester sehr viel Mathe gehört habe, aber heute lerne ich wahrscheinlich noch was Neues. Also ich muss echt sagen, eine Dreiviertelstunde sinnlose Diskussion. Aber nett die Frau, aber wie kann man in so einem Jahr mit solchen Verdienstausfällen, was auch total logisch ist, solche Bescheide verschicken? Und wenn dann einer anruft, nicht sagen, huch, haben Sie recht, müssen wir irgendeine Lösung finden. Ja, musste ich tief durchatmen. Dann hat sich von der Handwerkskammer ein Herr gemeldet, hat ein bisschen gedauert, aber er hat angerufen und er hat mir gesagt, dass der Beitrag nicht reduziert werden kann, weil dafür erst die Mitgliederversammlung erst tagen müsste.
Ja, und zu den Fortbildungen hatte ich eben auch meinen Unmut geäußert, insbesondere zu einer Fortbildung, die in Gera gelaufen ist von der Handwerkskammer. Und da war es so, dass man eine Fortbildung angeboten hatte, für Nicht-Fotografen fotografieren zu lernen, damit man sich den Fotografen spart. Und da habe ich die Handwerkskammer in zweierlei Hinsicht als Konkurrent gesehen müssen, die zum einen einen Kurs anbieten, der mich ersetzt, und zum zweiten auch noch einen Workshop anbieten. Ich biete ja selber auch Workshops an, der kostenlos ist. Und das Ganze von unseren Geldern. Und da hat er zu mir gesagt, ja, da hätten sie keinen Einfluss drauf, was in Gera ist, etc. Und ich habe gesagt, na, was würden sie denn finden, wenn morgen ein Kurs wäre, Elektriker, sei dein eigener Elektriker oder Kfz-Mechanikermeister oder spart dir den Maurer. Und da war seine Antwort, das sind ja richtige Gewerke. Und da habe ich begriffen, wie ihr denkt, Leute. Da habe ich es wirklich begriffen. Und dann habe ich eine sehr böse Mail geschickt. Die war, der Form war die in Ordnung, aber die war sehr direkt. Und dann hat sich bei mir eine Frau gemeldet, die war total nett. Die hat sofort meinen Bescheid um 50% reduziert. Er hat das Problem sofort verstanden. Und die hat auch verstanden, bezüglich diesem Workshop, hatte ich das Gespräch gesucht. Das fand es auch nicht so gut. Und wir haben da eigentlich sehr vernünftig miteinander gesprochen, auch sehr konstruktiv. Ja, das war ein gutes Gespräch. Im November hat mich auch die liebe Julia besucht. Julia hatte sich aus LA ganz tolle Kleider zuschicken lassen und die haben wir dann auch gleich mal nass gemacht. Könnt ihr euch hier anschauen. War toll. Ich habe in diesem Schwimmbad, was noch geöffnet war, alle Kunden so schnell durchfotografiert, wie ich nur konnte. Also alle die im Dezember oder im Januar noch Shooting geplant hatten, habe ich angerufen und habe geguckt, dass ich die eben alle noch im November in diesem einen Bad fotografieren kann. Ich habe da 2 Wochenenden 6, 7, 8 Stunden hintereinander weggearbeitet und das war wirklich hardcore. Und bis im Dezember habe ich dann die ganzen Bilder bearbeitet. Dann kam der Dezember und Jens Spahn hat was gesagt, was mich wirklich überrascht hat. Zu Gottesdiensten, zu Weihnachten hat er nämlich gesagt, es gibt Konzepte, mit denen geht das. Das hat mich wirklich von den Socken gehauen. Warum geht es denn dann mit den Konzepten, die die Hotels und die Restaurants ausgearbeitet haben, nicht? Warum geht es nicht mit Sportvereinen, die Konzepte ausgearbeitet haben und die für gut befunden waren? Kann sich überhaupt jemand vorstellen, wie das für jemanden ist, der 2 oder 3 Jahre lang für die U16 oder für die U18 für eine deutsche Meisterschaft trainiert hat, um dort eine Platzierung zu erreichen, der dann eben feststellen muss, kann ich trainieren, Wettkämpfe fallen alle aus. Für Jugendliche bricht da eine echte Welt zusammen. Ja, dann habe ich der Handwerkskammer doch noch mal eine Mail geschrieben. Es waren ja noch die unbeantworteten Fragen aus dem November. Ich habe es total reduziert auf 2 ganz einfache Sätze. In welcher Form werden die Interessen der Handwerker im Nebenerwerb vertreten? Gab es konkrete Bemühungen, auf die Situation der Fotografen bzw. Handwerker im Nebengewerb in der Politik aufmerksam zu machen? Also speziell der Umstand, dass man nicht beantragen konnte, dass man nicht antragsberechtigt war, wenn man im Nebengewerbe war. Dass da an irgendeiner Stelle darauf aufmerksam gemacht worden wäre. Ja, 9 Tage später habe ich Antwort bekommen, aber nicht per E-Mail. Ich habe einen Brief gekriegt, richtig aus Papier. Hat mich überrascht. Ja, im Jahr 2020. Gut, Reaktionszeit 9 Tage, auch okay. Ja, da bin ich dann informiert worden, dass es einen weltweiten Virus gibt und der eine Pandemie verursacht hat. Und dass es zu Einbußen im Dienstleistungsgewerbe geführt hat. Was für eine Überraschung, Leute. Das habe ich euch geschrieben, darum ging es. Das schreibt ihr mir zurück. Das wusste ich schon. Dann hat man gesagt, dass die Handwerkskammer großartige Hilfe leistet bei der Beantragung von Hilfen. Und dann werde ich aber informiert, dass ich ja nicht antragsberechtigt bin, da ich ja mein Geschäft nicht im Hauptgewerbe führe. Und konkrete Dinge konnte man mir nicht nennen, wo man gesagt hat, dass man die Politik auf die Situation aufmerksam gemacht hat. Ja, da hieß es nur, kann man der Tagespresse oder unserer Webseite entnehmen, aber konkrete Dinge sind nicht aufgeschlüsselt worden.
Okay. Und dann hat man noch die Leistung hervorgehoben, dass man es geschafft hat, dass Fotografen Passbilder machen dürfen. Thema verfehlt. Das hatte mit Corona nichts zu tun. Und dann hat man mir gesagt, dass ich mich gerne an den Betriebsberater wenden kann, der mir dann hilft, die Anträge richtig auszufüllen. Die dann aber abgelehnt werden, was wir ja wissen, weil ich nicht antragsberechtigt bin. So wie viele andere auch. Ja, und selbst wenn ich den Betriebsberater kontaktieren möchte, die Kontaktdaten standen da nicht. Klar kann man sie über die Webseite raussuchen oder so, aber naja. Gut. Ja, und der Dezember hat mich noch eine andere Sache total überrascht. Ein Freund von mir hatte sich im Dezember bei mir gemeldet. Der war auch auf den Malediven gewesen, allerdings Ende November. Und wir haben uns über die Erfahrung von mir vom Frühjahr ausgetauscht. Insbesondere was die unterschiedlichen Flughäfen in puncto Corona tun. Auch er war total überrascht, dass er in Frankfurt einfach einreisen konnte. Keinerlei Fiebermessen, sonst irgendwas, keinerlei Maßnahmen, nichts. Also auch eine Quarantäne oder ein Nachweis, dass er Corona-frei ist oder irgendetwas oder Fiebermessen. Ja, also man kann auf den Malediven super Urlaub machen, Ende November, aber man kann nicht nach Rügen oder nach Bayern fahren oder schlag mich tot und dort eine Unterkunft nehmen und Urlaub machen. Das geht nicht. Also Urlaub in der ganzen Welt ist möglich, Urlaub in Deutschland ist nicht möglich. Das war's dann im Dezember. Umsatz war 0. Ein paar Gutscheine habe ich verkaufen können, aber das ist ja geborgtes Geld dann vom nächsten Jahr. Und ja, so war das Jahr 2020. Was mir wirklich gegen den Strich geht bei Corona ist, dass unsere Politiker damit ablenken, dass sie immer auf Länder zeigen, wo es schlechter läuft. Spanien, Italien und USA. Und auch so eine kleine Häme bezüglich Schweden, weil es dort jetzt auch Restriktionen gibt. Ich hätte mir als Kind nicht wagen dürfen, bei meinen Eltern zu sagen, ich habe heute eine 3 geschrieben, aber es gab welche, die haben eine 4 oder eine 5. Das hätte meine Eltern nicht interessiert. Man orientiert sich doch nicht an den schlechtesten Leuten. Ein paar Positivbeispiele. In Singapur, 5,6 Millionen Menschen auf engstem Raum. Die haben die ersten Maßnahmen nur 2 Tage nach der WHO-Meldung ergriffen. Das war im Prinzip dann am 2.1.2020. Die haben sofort alle Großveranstaltungen abgesagt. Hier gab es noch Skipartys und Fasching ist gefeiert worden. Ne? Es gab eine verpflichtende App. Es gab eine Ausgangssperre von 4 Wochen. Nicht so wie bei uns von 2 Monaten. Und eine Reduktion des öffentlichen Nahverkehrs. Es gab viele Gesetze. Zum Beispiel gibt es in Singapur nun ein Gesetz, dass Eltern ihre Kinder nicht mehr zu den Großeltern bringen dürfen. Ja? Überhaupt der Schutz der Alten- und Risikogruppen war dort ein großes Thema. Ja, Fazit. Singapur hat nur 29 Personen, die mit oder an Corona gestorben sind. Das ist unheimlich gut. Also nicht gut, dass es passiert ist, aber der Schnitt ist gut. Japan ist einen ganz anderen Weg gegangen. Japan, das Schulsystem und vieles anderes stammt ja alles so aus dem Deutschen Kaiserreich. Das wissen viele nicht. Und wir gelten in Japan so ein kleines bisschen, was Pünktlichkeit und Disziplin angeht, dort als Vorbild. Die Regierung hat um Abstand gebeten und da hält sich jeder dran. Punkt. Das war's. Die Masken sind dort selbstverständlich. Wer krank ist, geht nicht auf die Straße ohne Maske. Das war schon immer dort so. Und jetzt in Corona-Zeiten tragen halt alle eine Maske und keiner stört sich dran. Die haben die Diskussion nicht mal gehabt. Ja, der Staat arbeitet dort mit Vertrauen mit seinen Bürgern, Aufklärung und auch die haben nach 2008 sich einen Kopf gemacht, wie kriegen sie das hin. Die haben also ihre Problemfelder analysiert und haben diese Strategie für sich gewählt. Das Endergebnis sind nur 3016 Tote. Neuseeland. Kann man nicht wirklich mit Deutschland vergleichen, aber ich will mal erzählen, wie die das gemacht haben. Auch die haben einen Plan gehabt, einen 4-Stufen-Plan, der im Prinzip bei bestimmten Vorfällen bestimmte Reaktionen vorsah. Und eine dieser Stufen besagte, nämlich die letzte, wenn in allen Landesteilen Corona nachgewiesen wird, gibt es sofort einen Lockdown. Und das haben sie gemacht, 4 Wochen lang.
Und da musste jeder zu Hause bleiben. Einkaufen konnte nur eine Person pro Haushalt. Ja? Und die waren Corona-frei im Mai. Die hatten dann nochmal ein Auftreten von Corona. Das war ein lokaler Cluster. Das haben sie auch mit einem lokalen Lockdown bekämpfen können. Die haben nur 25 Tote. Generell frage ich mich bei Corona, wer in Zukunft diese riesen Finanzvolumen bezahlen wird. Unsere Kinder haben einen Großteil ihrer Schulzeit ist ausgefallen. Unser Schulsystem ist nicht leistungsfähig in dem Punkt, dass wir in so einer Situation handeln können. Das ist in anderen Ländern anders. Unsere Schulen haben nicht genug Computer und Laptops. Unsere Schulen sind nicht alle ordentlich und schnell am Internet angebunden. Und unsere Lehrer, und das ist das Schlimmste, sind nicht in der Lage, dass sie online jeder auch arbeiten können. Das können sie einfach nicht. Und eigentlich sollen ja die Schüler auf die Zukunft vorbereiten. Dann zu Corona muss man auch sagen, unsere Politik, wie sie den einzelnen Gewerken und Betrieben und Firmen hilft, ist höchst unterschiedlich. 9 Milliarden für die Lufthansa, 10 Milliarden für alle Künstler, Handwerker, Betriebe und so weiter und so fort zusammen. Wenn ich an die Corona-App denke, nein. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergehen wird. Aus meiner Sicht hätte man über das Jahr hinweg unsere älteren Mitmenschen und unsere gefährdeten Gruppen viel besser schützen müssen. Die Maßnahmen hätten mehr durchdacht sein müssen. War natürlich in der Kürze der Zeit, weil man unvorbereitet war, nicht möglich. Ich kann mich noch erinnern, als meine Tochter, die ist 6 geworden im November, gesagt hat, total doof die Regel. Frühst darf ich mit den Kindern im Kindergarten spielen, nachmittags keinen Geburtstag feiern. Ja, also selbst die Jüngsten haben begriffen, das ist nicht durchdacht. Und Leute, ein Lockdown heißt, keiner geht aus dem Haus. Ausgangssperre. Das ist ein Lockdown. Es gibt kein Lockdown-Light. Das ist wie ein bisschen schwanger. Und ich denke, dass wir die Rechnung dafür noch bekommen. Oder besser gesagt, 30.000 Tote sind eigentlich ein Grund zum Zurücktreten als Gesundheitsminister, in meinen Augen. Ja, das sind schon Leute für eine Doktorarbeit, wo, ich sag mal, einige Sätze kopiert worden sind. Die haben dafür ausgereicht, dass Leute ihr Amt verlassen haben und 30.000 Tote nicht. Das ist unglaublich. Ja, Corona und die Fotografie, was mich speziell betroffen hat. Ich hatte dieses Jahr nur 2 Ganztagshochzeiten. 2 Hochzeiten sind auf 2021 verschoben worden und 4 Hochzeiten sind abgesagt worden. Und ich habe deutlich weniger Aufträge gehabt als im letzten Jahr. Viele Unterwassershootings sind abgesagt worden. Ich hatte weniger Familienshootings. Also hat man schon sehr deutlich gemerkt. Ich blende euch mal mein Jahr ein in einer Kurve. Rot sind die Ausgaben und grün sind die Einnahmen. Fazit Handwerkskammer. Die gesamten Umfragen haben im Prinzip überhaupt nicht erfasst, welche Auswirkungen das hat für jemanden, der im Nebenerwerb ein Handwerk ausübt. Das hat überhaupt keine Rolle gespielt. Wenn ihr aber als Handwerkskammer alle Handwerker vertretet, dann müssen auch solche besonderen Gruppen berücksichtigt werden. Wir sind eben nicht nur Zahlvieh. Da es mit Telefon und E-Mail über ein Jahr hinweg nicht möglich war, in irgendeiner Weise eine sinnvolle Reaktion zu erhalten, mache ich das jetzt hier über YouTube. Die Unterstützung der Handwerker im Nebenerwerb ist nicht spürbar, gibt es nicht. Die Kommunikation war unverbindlich zu dem Thema und ohne jegliches Ergebnis. Bis auf die Reduktion dieser Gebühren. Ich bin grundsätzlich nicht gegen eine Handwerkskammer. Einigkeit macht stark. Und ich bin ja auch im Sport tätig. Und im Sport haben wir einen Landessportbund. Viele Dinge wären ohne einen Landessportbund überhaupt nicht möglich. Und da ist es so, dass es keine Zwangsmitgliedschaft gibt. Ein Verein kann im Landessportbund Mitglied sein, er muss es nicht. Und die Mehrheit aller Sportvereine ist im Landessportbund, weil es einfach Vorteile bringt. Insgesamt muss die Handwerkskammer viel moderner werden. Es kann nicht sein, dass ich da nur ein Textfeld habe, wo ich ein paar Infos reintragen kann. Ich kann keinen Link zu Facebook, Instagram, YouTube setzen. Ich kann kein Bild hochladen. Ich kann kein Logo ändern. Der Text ist unformatiert. Und natürlich, wenn er unformatiert ist, ist er auch nicht ansprechend. Ich habe nicht einen Besucher über die Handwerkskammer bekommen. Nicht einen. Normal ist es so, wenn irgendwo ein Link im Internet ist auf meine Webseite und ich erfasse das,
dann habe ich 1 oder 2 Besucher, die dann darüber kommen auf meine Website. Von der Handwerkskammer, dem Verzeichnis aller Handwerker, hätte man ja erwarten können, dass viele Leute drüber kommen. Aber diese wichtige Aufgabe einer Handwerkskammer, die man früher mal hatte, dass das Verzeichnis der Handwerker war, die hat sich die Handwerkskammer schon lange von solchen Plattformen wie MyHammer und Fotografie billiger und Spar24 Fuchs irgendwas aus der Hand nehmen lassen. Das habt ihr komplett verpennt, das Thema, Leute. Beispiel Schweiz. Dort ist die Handwerkskammer frei von Zwängen. Man kann dort Mitglied sein oder auch nicht. Und die Handwerkskammern dort sind sehr gut aufgestellt. Jeder ist in der Handwerkskammer drin. Und die Handwerkskammern dort haben ein viel höheres politisches Gewicht als hier in Deutschland. Könnt ihr mal drüber nachdenken, woran das liegen könnte. Wenn die Leute nämlich freiwillig Mitglied sind und freiwillig sich mit einbringen, kommt meistens mehr raus. Ausblick auf das neue Jahr. Ich habe mir vorgenommen, positiv zu denken. Wenn der Lockdown noch länger geht, dann werde ich die Zeit nutzen, um meine Fähigkeiten weiter optimieren. Ich lerne jeden Tag was Neues. Geht's mir wie am Sparen. Und ich werde mehr Videos produzieren. Die Malu ist da dran. Wir werden das zusammen machen. Ich will meine Werbung ein bisschen verbessern. Und ich habe verschiedene Workshops geplant. So wird es zum Beispiel im Januar am 29.01. zusammen mit Pan-Ocean eine lange Nacht der Unterwasserfotografie geben. Dort sind wirklich tolle Unterwasserfotografen, die mal in ihr Nähkästchen gucken lassen, die von ihren Erfahrungen was preisgeben. Und da kann man sich eintragen in eine Liste bei Pan-Ocean, einfach mal auf die Webseite gehen. Man findet es auch auf meiner Webseite und sich dort anmelden. Das wird ein Online-Event sein mit einer Bildschirmübertragung. Ja? Am 20. und 21. März hoffe ich, dass es wieder möglich ist, wird es einen Unterwasser-Model-Workshop in Münster geben, auch zusammen mit Pan-Ocean. Und da können Fotografen ohne Tauchschein daran teilnehmen. Also man muss zwar schwimmen können, aber werden die meiste Zeit nur so tief im Wasser sein. Und wer im Pool fotografieren lernen möchte, der kann da gerne hinkommen. Wir reden auch über Ausrüstung. Kann man sehr viel Geld sparen mit dem Workshop. Kauft nicht so viel Plunder, wie ich es gemacht habe. Und ist zu empfehlen, denke ich. Da wird zum Beispiel auch die Julia auf alle Fälle mit dabei sein als Model. Vom 4. bis 7. April sind wir in Ägypten, zusammen mit Actionsport. Actionsport und Lichtfangfotografie richten einen Unterwasser-Model-Workshop aus. Da werden wir am Riff in Ägypten in der Nähe von El Quisir sein, im Roots Camp. Wahnsinnig tolles Hausriff, habe ich mir sagen lassen. Ich habe schon Unterwasserfotos gesehen. Ich reise ein bisschen eher an. Auch hier lohnt es sich hinzukommen. Vom 19. bis 23. August sind 5 Tage lang Masterclass auf Bali. Hier zeige ich komplett alles, den kompletten Workflow, Pool und mehr. Und es geht auch um Marketing, es geht auch darum, wie man einen Pool am besten und wo man Pools alles bekommen kann. Und ich lege alles offen. Das ist die Masterclass in Bali, sehr zu empfehlen. Ich wünsche euch allen ein tolles Jahr 2021 und hoffe, dass wir gemeinsam diesen ganzen Kram mit Corona überstehen. Ja? Alle die ein Unternehmen haben, euch wünsche ich Durchhaltekraft und dass es finanziell packt. Ich habe hier heute auf hohem Niveau gejammert, gebe ich zu. Natürlich ist es so, dass wenn rund 12.000 bis 15.000 Euro einer Familie fehlen mit 2 Kindern, dass man das merkt. Natürlich haben auch alle recht, die mir sagen, es ist nicht existenzbedrohend. Haben alle recht. Aber man vergisst dabei, bei dieser Denkweise, die wir uns hier angeeignet haben, dass der Aktionär von BMW auch nicht am Hungertuch nagt, wenn BMW keine Corona-Hilfe bekommen hätte. Das Thema bietet genug Potenzial, um sich auch zu streiten. Bitte das Ganze konstruktiv hier in den Kommentaren. Ich werde jeden Kommentar löschen, wo man sich im Ton vergreift. Egal ob in die eine oder andere Richtung. Bitte bleibt fair bei den Diskussionen und viel Spaß.